bist nur aus Mitleid mit Jana zusammen, weil sie sehr krank war und immer noch ist. Und nicht, weil du sie liebst. Sarah wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich wirklich in dich verliebt bin. Nur deshalb haben wir gestritten. Ist alles in Ordnung mit dir? Es fühlt sich so komisch an. Was ist denn los, Jana? Da hinten. Das sieht aus wie ein... Das ist ein Kinderbuggy. Das ist... Hannes. Hannes! Was hat dieses miese Schwein mit meinem Sohn gemacht? Mieses Schwein, ich... Nein! Was? Dein Zustand hat sich wieder stabilisiert. Ich denke, dass du spätestens morgen nach Hause kannst. Ich verstehe einfach nicht, warum der Chef dich entlassen hat, obwohl sich deine Werte verschlechtert haben. Das ist mehr als verantwortungslos. Er hätte dich unbedingt hier behalten müssen. Aber genau das wird er mir jetzt erklären. Dr. Beitsch kann nichts dafür. Ja, wer denn sonst? Er hat dich doch behandelt. Er wusste von meinen schlechten Werten. Ja, und genau deshalb bin ich ja so sauer. Ich habe ihn gebeten, keinem was zu sagen. Auch dir nicht. Was? Und warum nicht? Ich habe nicht auf Dr. Beitsch gehört. Ich habe nur so getan, als wäre alles in Ordnung. Das Dossier von Omni Remaker habe ich nicht gefunden. Gut, dass du mir das sagst. Von alleine hätte ich es nicht gemerkt. Mit der Holding hast du alles auf den Kopf gestellt. Ja. Dann bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten. Entweder ein Bankschließfach oder das Schloss. Was sollen die denn mit den Omni Remaker Unterlagen in der Bank? Das sind hochbrisante Papiere, da steht alles drin. Von der ersten Idee bis zu der Entwicklung der letzten Testreihen. Wen interessiert das? Na, mich, du Nuss. Johannes muss die Unterlagen irgendwo in der Holding gebunkert haben. An seiner Stelle würde ich sie hüten wie meinen Augapfel. Also bleibt nur Schloss oder Bank. Früher hat Johannes seine Geschäftsunterlagen im Schreibtisch in der Bibliothek aufbewahrt. Aber da kann ich jetzt schlecht nachsehen. Das würde sofort auffallen. Dann muss der verlorene Sohn eben wieder nach Hause zurückkehren. Was? Als Mama mit mir schwanger war, wollte Johannes mich abtreiben lassen. Mit dem kann ich nicht auf eine Familie machen. Doch, 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 das kannst du. Denn genau damit legst du den Grundstein zu seinem Ruin. Moment mal. Du verheimlichst mir deine schlechten Werte, weil du mein Mitleid nicht wolltest? Denkst du wirklich, ich bin nur deshalb mit dir zusammen? Sarah hat doch gesagt, du bist nur mit mir zusammen, weil ich krank bin. Ach, Jana, ich dachte, das Thema hätten wir wirklich längst durch. Ich bin mit dir zusammen, weil ich dich liebe. Auf einmal? Was heißt denn hier auf einmal? Du hättest mir sagen müssen, dass es dir schlechter geht. Als dein Freund habe ich ein Recht darauf. Ich wollte es dir ja sagen. Ach ja, und wann? Heute. Ich habe mich nur nicht getraut. Du liebst mich wirklich? Ja. Nicht nur, weil ich krank bin? Nein, natürlich nicht. Als wir heute telefoniert haben, habe ich mich so auf den gemeinsamen Tag gefreut.
Ich wollte ihn unbedingt mit dir verbringen. Kannst du das nicht verstehen? Doch, das kann ich. Aber du darfst deshalb deine Gesundheit doch nicht aufs Spiel setzen. Wenn ich wählen müsste, zwischen meinem Leben und deiner Liebe, wie glaubst du wohl, würde ich mich entscheiden? Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Bruder. Christian, ja. Der ist immer noch sauer auf mich. Wie kann man nur so stur sein? Keine Ahnung. Ich kann nur froh sein, dass er Lars weiter als Verteidiger akzeptiert. Ja, hoffentlich findet er bald was, das seine Unschuld beweist. Es gibt Tage, da glaubt selbst ich nicht mehr daran. Und, was sagt Leonhard? Wie geht's Jana? Sie hatte einen Rückfall. Was? Aber sie war doch schon fast wieder gesund. Ihre Werte waren in den letzten Wochen nicht gerade berauschend. Aber sie war doch schon auf dem Weg der Besserung. Ja, wenn ich sie ins Krankenhaus geschickt hätte vielleicht. Aber nein, sie muss ja unbedingt einen Ausflug mit Leonhard machen. Sie riskiert wirklich ihr Leben für ein Picknick. Und jetzt? Liegt sie wieder flach. Gregor, kann ich Schluss machen? Ich würde wirklich gern zu Jana. Was machst du überhaupt noch hier? Danke. Aber rufst du mich an, wenn du was Neues weißt? Klar. Da lockt mich dieses miese Schwein in den Wald und will mit dem Geld verschwinden. Aber den kriege ich. Was hast du vor? Ich werde eine kleine Diskussion führen und das wird ihn überzeugen. Hast du ihn endlich? Ja, der Wagen muss hier irgendwo sein. Da! Bleib stehen, du Schwein! Raus, komm. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Ich habe Frau und Kind. Wo ist mein Sohn? Wenn die Franzosen Omni-Remacar für den Preis kaufen, dann ist die Holding alle Verbindlichkeiten auf einen Schlag los. Und eins ist sicher. Das Schlimmste haben wir bereits überstanden. Ja. Auf die Holding. Auf die Holding. Auf die Holding. Danke euch beiden. Ihr habt mir in den letzten Monaten mehr als einmal den Rücken gestärkt. Wir sind eine Familie. Und vergiss Ansgar nicht. Natürlich nicht. Sein Einsatz hat dem Theater um die Zulassung doch erst ein Ende gesetzt. Wo ist er überhaupt? Er kann erst später kommen, Carla. Ja, bitte. Konstantin. Hast du mal 5 Minuten für mich? Ja, von mir aus auch 10. Worum geht es? Ja, wir beide, wir können ja schon mal nachsehen, wie weit die Vorbereitungen für die Pressekonferenz sind. Ich habe lange nachgedacht und Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Und ich bin Francescas Sohn. Ich möchte wieder nach Hause. Zu euch. Nach Königsbrunn, zu meiner Familie. Konstantin. Endlich sind wir wieder alle zusammen. Ich zähle jetzt bis 3. Dann sagst du mir, wo mein Sohn ist. Ich weiß es doch nicht. 1, 2. Bitte, Sie müssen mir glauben. 3. Nein! Ansgar! Das nächste Mal bist du fällig. Wo ist mein Sohn? Ich weiß es doch nicht. Ich habe nur von der Entführung gehört. Ich dachte, ich kann mir schnell was verdienen. So, dachtest du ja. Es tut mir alles so leid. Ansgar, steck das Ding weg! Weißt du, was ich denke? Ich denke, du hast mit meinem Sohn sonst was gemacht und jetzt willst du noch mal abkassieren. Ich denke, er hat recht. Ach ja? Nenn mir einen Grund, nenn mir einen einzigen Grund. Das beweist das schon. Dass er ein Trittbrettfahrer ist. Ich habe Ihren Sohn nicht entführt, wirklich. Wenn ich wüsste, wo er ist, ich würde es Ihnen sagen. Der hat doch überhaupt nicht die Nerven für so eine Aktion. Ist mir scheißegal.
Er hat meine Verzweiflung ausgenutzt. Dafür wird er büßen. Ansgar, er ist keinen Mord wert. Geh mir aus dem Weg, Nathalie. Das bringt Hannes auch nicht zurück. Ich hätte nicht auf dich hören sollen, sondern Leonard gleich Bescheid sagen müssen. Im Nachhinein ist man eben immer klüger. Ja, und das hätte dir eine Menge Stress erspart. Aber so konnte ich einen wunderschönen Tag mit ihm rausschinden. Auf Kosten deiner Gesundheit. Und jetzt liegst du hier und wir machen uns alle Sorgen. Es tut mir leid. Als ich Sarah davon erzählt habe, ist sie kreidebleich geworden. Die ist doch immer kreidebleich. Es macht sie wirklich fertig. Ausgerechnet. Hätte sie mir gleich gesagt, dass Leonard nur aus Mitleid mit mir zusammen ist, dann... Was dann? Dann wüsste ich, woran ich bin. Und hättest dich wieder entliebt? Wahrscheinlich nicht. Manche Fehler erkennt man eben erst, wenn es zu spät ist. Weil du ihn immer noch liebst? Das auch. Weil ich meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe. Du wirst wieder gesund. Ich habe Angst. Warum denn? Wir sind doch bei dir. Ich glaube, diesmal bringt das nichts. Ach, was redest du denn da? Ich fühle das. Was fühlst du? Ich werde nicht wieder gesund. Ich werde sterben. So, da werden wir wieder. Willkommen zu Hause. Ja, mein Gepäck. Das kannst du noch später holen, Konstantin. Ich möchte mich gleich einrichten. Weißt du, wie ich diesen Tag herbeigesehnt habe? Der verlorene Sohn kehrt in den Schoß der Familie zurück. Wir haben dich so vermisst, Konstantin. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Dein Zimmer ist unverändert. Schön. Elisabeth hat darauf bestanden. Sie hat immer gesagt, eines Tages werdet ihr euch wieder vertragen. Eine kluge Frau, deine Elisabeth. Sagt man doch so, oder? Aus deinem Munde etwas ungewohnt, aber wie auch immer. Du bist zu Hause. Nimm dir alles, was du brauchst. Nimm dir alles, was du brauchst. Wir können immer noch die Polizei rufen. Ach, lass mich doch mit sowas in Ruhe. Ich hätte dieser miesen Ratte eine Lektion erteilen können, die sie ihr Leben lang nicht vergisst. Und du hast mich davon abgehalten. Ja, und darüber bin ich heilfroh. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um meinen Sohn zu finden. Und dann kommt diese miese Ratte und spielt mit meiner Hoffnung. Aber das macht niemand ungestraft, verlass dich drauf. Das Schlimme ist, ich muss ständig an Hannes denken. Ach, ich brauch dein Mitleid nicht. Hannes lebt, das weiß ich. Ja, was guckst du mich so an? Ich geb nicht auf, verlass dich drauf. Und ich werde ihn finden. Liebe Tanja, es freut mich, von den Fortschritten deines Sohnes zu hören. Das Band mit Hannes' Stimme dürfte Ansgar langsam, aber sicher um den Verstand bringen. Wahrscheinlich denkt er jetzt wieder, dass Hannes tot ist. Was für ein Pech. Während er um deinen quicklebendigen Sohn trauert, hole ich zum endgültigen Schlag gegen die Rohlinge aus. Ist das EKG sehr schlimm? Sagen wir mal so, es ist nicht schlimm, aber auch nicht gut. Das sagen Sie mir seit Wochen. So sind nun einmal die Untersuchungsergebnisse. Und wann kann ich raus? Ich hoffe, dass wir die Herzrhythmusstörungen in den Griff bekommen und dass der Virus nicht noch mehr Herzmuskelgewebe angreift. Also strikte Bettruhe.
Und darüber hinaus auch Aufregung vermeiden, das volle Programm. das volle Programm. Sie kennen das ja bereits. Leider. Ich sehe heute Abend noch mal nach Ihnen. Sie werden wieder gesund. Sie schaffen das. Dr. Beisch, wenn Sie Leonard sehen, schicken Sie ihn bitte zu mir. Mach ich, Schwester Jana. Komm doch rein. Ach du, Wie geht's dir? bis gerade eben ging's mir noch gut. Aber jetzt wird's mit jeder Sekunde schlechter. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wenn du irgendwas brauchst, Ich dann... brauche Ruhe. Vor allem vor dir. Was ist denn los? Was fragst du noch? Dein scheinheiliges Getue ist so zum Kotzen. Warte! Ansgar! Ich weiß, wie dir zumute ist. Lass mich dir doch helfen. Dann geh mir aus dem Weg. Aber ich will dich nicht alleine lassen mit deinem Schmerz. Ich bin deine Frau. Du brauchst heute mit dem Essen nicht auf mich zu warten. Am besten wartest du gar nicht mehr auf mich. Deine ständigen Entschuldigungen, die gehen mir so auf die Nerven. Hätte ich nicht zufällig mit angehört, wie du Leonard an den Kopf geworfen hast, er wäre nur aus Mitleid mit mir zusammen, dann würde ich immer noch auf dich reinfallen. So habe ich das doch nie gemeint. Natürlich nicht. Missverständnis. Ich dachte wirklich, er wäre nur aus Mitleid mit dir zusammen. Du bist eifersüchtig. Weil du deinen Bruder nicht haben kannst, soll ihn auch keine andere haben. Und vor allem nicht ich. Jana, das stimmt nicht. Wieso gibst du es nicht zu? Wenn du mich mal ausreden lassen würdest, dann würde ich dir das alles Ich will erklären. deine Erklärung nicht. Du steigerst dich da total Dir der in was Leonard rein. Solo doch am liebsten. Ich gönn ihm sein Glück. Und warum versuchst du es dann zu zerstören? Beruhig dich. Bitte mal einen Schritt zur Seite gehen. Komm schon. Aufregung ist mit Abstand das Letzte, was Jana jetzt braucht. Ich wollte doch nur wissen, wie es ihr geht. Dann lass sie einfach in Ruhe. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Ach ja? Und warum tust du dann alles, dass es ihr schlechter geht? Aber das wollte ich doch nicht. Dir würde es doch, weiß Gott, nichts ausmachen, wenn Jana jetzt... Warum lässt du uns nicht einfach in Ruhe? Sie müssen noch was drauflegen. Bitte? Ich wäre beinahe draufgegangen. Sie hatten heute Glück. Großes Glück. Ich würde sogar sagen, sehr großes Glück. Daran erkenne ich meinen Sohn. Damit lassen wir die Launsteins bluten. Verbluten. Ja? Darf ich Ihnen das Abendessen im Esszimmer servieren? Ist denn sonst noch jemand da? Außer niemand. Mein Mann auch nicht. Ich soll ihn vom Grafen ausrichten. Ich brauche nicht auf ihn zu warten, schon klar. Haben Sie sonst noch Wünsche? Ich rufe Sie, wenn ich etwas möchte. Gerne.
denkst du? Die Nummer eben, die war doch wieder total überflüssig. Sarah, du oder ich? Manchmal, da kann ich mich nicht beherrschen, dann teile ich einfach nur aus. Diesmal hat es eben sie erwischt. Und wie? Mein Ausraster eben, der war genauso unnötig wie euer Streit. Schließlich ist sie ja nicht alleine daran schuld, dass es mit uns dreien nicht mehr stimmt. Trotzdem, ich sollte mich bei ihr entschuldigen. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Naja, du hast ja ganz schön krasse Sachen an den Kopf geworfen. Ich kann die Nummer auf keinen Fall so stehen lassen. Ich fahr zu ihr. Was jetzt? Ja, jetzt. Kommst du dann noch mal wieder? Ja, natürlich. Machen Sie uns davon mal noch einen Entwurf. Sehr gerne. Wie sieht's mit deinem Englisch aus? Englisch? Ja, das Kinderkram, was wir im Moment machen. Da war ich in Boston schon viel weiter. Ansgar! Und? Da bist du ja endlich. Stell dir vor, hier jagt eine Neuigkeit die nächste. Seit der Markteinführung überschlagen sich die Kaufangebote für Omni-Remaker. Ja, ich habe ja gesagt, lass mich nur machen. Du? Wie viele Interessenten haben wir denn inzwischen? Genug, um an alte Zeiten anknüpfen zu können. Mit dem Verkaufserlös tilgen wir den Kredit. Und Adrian Degenhardt kann uns nichts mehr antun. Soll er doch versauern in seinem Rattenloch. Jetzt mal langsam. Noch haben wir nicht verkauft. Du alter Skeptiker! Ja, ich halte mich eben lieber an die Ergebnisse als an die Prognosen. Jetzt überleg doch mal. Seit Tagen ist es verdächtig ruhig um Degenhardt geworden. Das ist doch sonst nicht seine Art. Was soll denn der Not tun? Ich weiß es nicht, aber kampflos wird er uns das Feld garantiert nicht überlassen. Wir müssen auf der Hut sein. Sarah. Ich bin's zwar nur, aber vielleicht könntest du mich ja trotzdem reinlassen. Was? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Im Krankenhaus, da habe ich mich total blöd verhalten. Was das? Sarah, bitte, ich wollte dich doch nicht verletzen. Du hast mich nicht verletzt. Du hast mich nur behandelt wie den letzten Dreck. Und dafür bin ich dir dankbar. Vielleicht schaffe ich es ja so, irgendwann von dir loszukommen. Sarah, wir sind beide erwachsene Menschen. Wir sind beide völlige Vollidioten! Gott. Warum kommst du her? Warum quälst du mich so? Sarah, ich weiß es doch auch nicht.